eigentlich einen schönen Osterdekor buchstäblich aus improvisierten Materialien machen? Na klar kann man, und nicht nur kann, sondern muss man, weil es schnell, einfach und ohne unnötige Kosten ist. Heute machen wir ein süßes Osterei in nur 5 Minuten. Die ideale Option, wenn man das Haus dekorieren möchte, aber die Zeit ständig fehlt. Und außerdem ist es ein tolles Projekt, um Kinder zu beschäftigen. Das wird ihnen bestimmt gefallen. Hallo Freunde, mein Name ist Katharina und ihr seid auf dem Kanal, wo sich eine normale Zeitung in alles Mögliche verwandelt. Körbe, Schatullen, Figuren. Und jetzt eine Osterdekoration. Also, wenn du noch nicht abonniert hast, ist es höchste Zeit, das zu tun, um interessante Videos über das Flechten von Produkten aus Zeitungen nicht zu verpassen. Und ein Like für die nützliche Idee, natürlich, vergiss nicht es zu geben. Okay, weniger Worte, mehr Taten. Los geht's! Für die Arbeit brauchen wir eine Schere, Universalkleber, man kann auch Sekundenkleber nehmen, wenn man alles schneller kleben möchte, Draht mit einer Stärke von 1 mm und natürlich Zeitungsröhrchen. Ohne sie geht nichts. Ehrlich gesagt, die Vorbereitung der Röhrchen ist das Einzige, was hier Zeit in Anspruch nehmen kann. Aber wenn du bereits Röhrchen von früheren Projekten hast, dann ist alles super. Das Flechten selbst dauert nicht länger als 5 Minuten. Für ein 11 cm hohes Ei braucht man nur 15 Röhrchen. Wenn du ein kleineres Ei machst, brauchst du weniger Röhrchen, wenn größer, entsprechend mehr. Alles logisch, aber wenn du noch keine vorbereiteten Röhrchen hast, lass uns schnell durchgehen, wie man sie macht. Das ist nicht schwer. Zuerst schneiden wir die Zeitung in gleichmäßige Streifen, dann drehen wir jeden Streifen auf einer Stricknadel zu einem Röhrchen. Meine Parameter sind Streifenbreite 13 cm, Länge 45 cm, Stricknadel 1,5 mm. Sobald die Röhrchen aufgerollt sind, kannst du sofort mit dem Flechten beginnen. Aber wenn du den Zeitungsdruck verbergen möchtest, ist es besser, sie zuerst zu färben und dann zu flechten. Jede Farbe auf Wasserbasis ist geeignet. Übrigens, ich habe ein ausführliches Video auf meinem Kanal darüber, wie man Zeitungsröhrchen färbt. Den Link lasse ich in der Beschreibung und wenn du dich nicht mit allen Nuancen beschäftigen möchtest, kannst du fertige Videorezepte verwenden. Genau nach diesen Rezepten habe ich meine Röhrchen gefärbt. Überhaupt, in der Beschreibung lasse ich immer viel Nützliches. Also schau mal rein. Dort findest du auch andere ausführliche Tutorials zu allen Schritten der Vorbereitung von Röhrchen zum Flechten. Es ist einfach unmöglich, alle Geheimnisse in 2 Worten zu erzählen, deshalb habe ich für jeden Schritt separate, sehr ausführliche Videotutorials gemacht. So, die Röhrchen sind fertig, gefärbt, befeuchtet, die Spitzen sind getrocknet. Wir können mit dem Flechten beginnen. Los geht's! Als erstes schieben wir den Draht in ein Röhrchen. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, keine Sorge. Versuche, den Draht etwas zu begradigen oder ein anderes Röhrchen zu nehmen. Manchmal will der Draht einfach nicht durch. Warum brauchen wir das überhaupt? Ganz einfach, dank des Drahtes wird das Röhrchen steifer und wir können es leicht in die gewünschte Form biegen. Jetzt biegen wir das Röhrchen sanft und geben ihm die Form eines Eis. Wenn die Form da ist, bleiben die hervorstehenden Drahtenden übrig. Wir wickeln sie einfach vorsichtig um das Röhrchen. Hauptsache nichts wickelt sich ab. Am Ende wird der Draht überhaupt nicht sichtbar sein, also keine Sorge. Sobald die Vorbereitung abgeschlossen ist, gehen wir zum Flechten über. Eigentlich ist es nicht einmal Flechten, sondern nur das Wickeln eines Röhrchens um unsere Vorlage. Alles ist maximal einfach. Wir wählen eine Stelle etwas unterhalb der Mitte des Eis und legen ein neues Röhrchen horizontal an. Wir lassen ein kleines Schwänzchen und kleben es sofort fest, damit nichts verrutscht. Hier eignet sich jeder Kleber Universal, Sekunden, Basteleim. Ich nehme Sekundenkleber, damit ich nicht warten muss, bis er trocknet. Dann beginnen wir einfach die Form zu umwickeln, wobei wir die Windungen dicht nebeneinander legen. Und sobald das Röhrchen kurz wird, verlängern wir es einfach. Wir spitzen das dünne Ende an, geben einen Tropfen Kleber in das breite Ende des neuen Röhrchens und stecken es bis zum Anschlag hinein. Fertig. Jetzt können wir fortfahren.
Dieser Verlängerungsprozess ist immer gleich, deshalb werde ich diese Momente am Video später herausschneiden, um mich nicht zu wiederholen. Wir wickeln noch ein paar Windungen und achten auf die Spannung. So, es ist Zeit, den Wickelwinkel zu ändern. Schau, wir führen das Röhrchen einfach schräg und wickeln weiter. In der Mitte legt sich jede neue Windung über die vorherige und erzeugt ein schönes Volumen. An den Rändern der Kontur legen wir die Windungen seitlich an und in der Mitte platzieren wir sie vorsichtig oben. Dann erhalten wir von allen Seiten ein symmetrisches und ordentliches Muster. Wenn das Ei aus allen Blickwinkeln schön aussehen soll, schau regelmäßig auf die Rückseite. Ich habe das I am Prozess vergessen und am Ende wurde eine Seite ordentlich und die andere, sagen wir mal, mit Charakter. Aber wie bei jeder Sache ist die Hauptsache die Übung. Etwas mehr Aufmerksamkeit für Details und alles wird perfekt. Kleiner Tipp, ziehe nicht zu fest an, sonst kann sich die Kontur des Eis verformen. Der Draht I am Inneren hält die Form natürlich, aber wenn man es übertreibt, kann man alles verziehen. Also wickeln wir ohne unnötige Anstrengung, sanft und vorsichtig. Wir wickeln weiter bis zum gewünschten Ergebnis. Ich mag eine vollständig geschlossene Oberfläche, so ist es schöner und der Draht ist vollständig verdeckt. Aber du kannst das Wickeln in dem Stadium lassen, das dir gefällt. So, die letzten Handgriffe sind ganz nah. Die letzte Windung ist übrig. Die letzte Windung führen wir unter den Windungen in der Mitte ein, damit sich nichts löst. Zur Sicherheit können wir einen Tropfenkleber geben, dann hält alles sicher. So, das Osterei ist fertig. Wenn du planst, diese Dekoration Ei am Freien aufzustellen, Ei am Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse, ist es besser, das Produkt zu lackieren. Jeder Lack auf Wasserbasis ist geeignet. So wird es haltbarer und Regen macht ihm nichts aus. Ich habe beschlossen, das Ei mit kleinen Papierblumen zu schmücken, aber es ist schwierig, sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Deshalb bleibt meine Dekoration für den Innenbereich ohne Lack. Nun, das ist alles. So eine einfache, schnelle, aber sehr zarte Osterdekoration ist fertig. Wenn es für dich interessant und nützlich war, gib einen Daumen hoch und schreibe in die Kommentare, wie dir die Idee gefällt. Bis zu den neuen Videos. Tschüss!